Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir machen heute ein kleines Auswahl-Orakel. Und ich bin gespannt, was die Karten uns hier mitgeben. Ups. So. Schauen wir unter das Deck. Hier haben wir das unerwartete Geld liegen. Da können wir hiervon ausgehen, dass Sie irgendwie ein finanzielles Angebot bekommen, dass wir uns eine gute Grundlage schaffen können. Es sind auch so Dinge wie Beförderungen oder Gehaltserhöhungen, verbesserte Lebensumstände, sowas alles. Ne? Also jetzt unerwartet etwas Gutes für uns. Jetzt dürfen wir wählen. Ich nehme diese Seite. Schauen wir. Wir haben den Klee, den Reiter, das Haus, die göttliche Führung, die Verspieltheit, den Kampf und die Beziehungskarte. Also es gibt hier mehrere Szenarien. Ne? Wir haben Kampf und Verspieltheit. Das sind schon so Pendants an sich, wo man sich fragen darf, lohnt es sich zu kämpfen? Habe ich die Kraft? Oder wo muss ich auch sagen, ich gebe mal ab, ich mache es mir ein bisschen leichter. Ich gehe mehr in diese Kraft, die leicht ist. Viele Kämpfe, also das ist nur meine Erfahrung, das könnt ihr für euch selbst bestimmen oder auch anders sehen, lohnen sich einfach nicht. Es kostet Kraft und es bringt nichts, weil man eben nicht in die göttliche Führung geht und sagt, okay, hier ist vielleicht gar nicht mein Platz, hier brauche ich vielleicht gar nicht sein. Hier geht mir die Türe nicht auf, weil es nicht sein soll, all sowas. Und hier darf man ein bisschen abgeben von seinem Lebenskampf und Durchhaltevermögen zeigen, aber auch mit Leichtigkeit rangehen, ne? Also nicht verbissen und verbohrt. Es kann hier um alle Beziehungsthemen gehen, um Bindungen, um Verträge, um Verbindlichkeiten. Hier mit dem Klee haben wir natürlich auch die Glückskarte dabei. Hier winken gute Verträge, es kommen gute Gespräche, das Umfeld wird irgendwie mit einbezogen. Das ist eine sehr erdige Energie. Eine Energie, die eine Bewegung bringt, die auch Beständigkeit hat. Hier kann es auch darum gehen, weil wir hier die Bindung haben, dass sich irgendwelche Verträge im häuslichen Bereich hier ergeben. Das heißt, Umzug, wer möchte, oder so Vertragsänderungen, die einfach Erleichterungen mitbringen, weil wir haben ja hier das unerwartete Geld. Hier kann irgendetwas in eine Richtung gehen, bei der wir mehr Entspannung reinkriegen. Ja, da hat man mal ein bisschen Glück, da dreht sich was auf einem kurzen Weg.
Da kann man zwar dranbleiben, aber es wird leichter, ne? Hier sind gute Gespräche, möglicherweise, wenn du Single bist, hast du hier echt eine gute Möglichkeit auf einen guten Menschen, einen Partner, der sich ankündigt. Wir haben hier den Reiter, den Klee, kann auch über Gespräche oder so kommen. Und vielleicht ist dieser Mensch auch schon in deiner Umgebung. Wir nehmen noch ein Vögelchen für unsere Seite. Die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Hier ist die Beziehungskarte Verbundenheit, ne? Komme ganz bei dir an, setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Das gehört auch zum Kampf dazu, ne? Manchmal zwingt man sich, etwas nicht zu sagen, damit es keine Konflikte gibt, und dabei verkauft man sich irgendwo selbst. Und es ist auch ganz weit weg von dem, was man eigentlich ist. Lassen wir das so stehen. Ich bin damit sehr zufrieden. Schauen wir auf die andere Seite. Was habt ihr Schönes? Ihr habt den Neubeginn. Ich sage euch gleich mehr. Hier hört ein sehr verstrickter Weg plötzlich auf. Ihr dürft mit Gerechtigkeit rechnen. Ja? Eine Situation, die hier sehr verwoben ist, die Umwege erfordert, die irgendwie sich neu gestalten möchte. Hier haben wir nämlich auch die Kursänderung. Hier geht es darum, den Weg ganz genau anzuschauen. Ist es der richtige Weg? Ist er so, wie ich ihn mir vorgestellt habe? Geht man nur aus Gewohnheit weiter? Also hier ist eine sehr plötzliche Kurskorrektur. Die hat vielleicht auch was mit den Kindertagen zu tun, ne? Wir haben hier das Thema Selbstliebe, die Mutterthemen. Möglicherweise hast du hier endlich das Gefühl, ich bin es mir wert, dass ich das und das und das in meinem Leben kürze oder minimiere, oder dass ich nicht bewusst einen Weg gehe, der schwerer ist, nur damit alle anderen zufrieden sind. Hier kommst du schön in ein Gleichgewicht rein, ne? Man hat hier wieder die Balance. Man kriegt hier auch einen Ausgleich. Das Gericht ist hier mit dabei. Hier gibt es vielleicht Entscheidungen oder Urteile. Man setzt sich mit irgendetwas auseinander, ja? Und hier sind Entscheidungen, die Erleichterung mitbringen können und Gerechtigkeit. Fairness auch. Vielleicht ist man sich das auch selbst schuldig. Bei allem, was ihr hier so mit Papieren oder so zu tun habt, dürft ihr hier auch das Kleingedruckte ganz genau angucken. Und wenn ihr irgendwas mit den Behörden habt, kann es hier auch sein, dass ihr ganz schnell zu eurem Recht kommt oder euch Gerechtigkeit widerfährt, sagen wir es so. Hier ist vielleicht auch ein Verlustthema dahinter, das noch offen ist. Das kann so ein Mutterthema sein, eine Wunde, die da entstanden ist, vielleicht auch schon in den Kindertagen. Andere Möglichkeit, es zu interpretieren, wäre tatsächlich auch noch, dass eure Kinder hier auf den richtigen Weg zurückfinden, mehr ins Gleichgewicht kommen, mehr in die Selbstliebe. Ihr habt den Grünfink und der Grünfink fliegt in euer Leben und bringt Sicherheit, Schutz und Fülle mit. Gestalte dein Leben selbstsicher mit deiner eigenen Kraft. Die Fülle des Universums steht für dich bereit, ne? Selbstsicher, Selbstliebe, Kursänderung, Gerechtigkeit. Das ist eine wunderschöne Legung. Da kann ein großer Brocken von Wunden auch abfallen. Und vielleicht auch ein Aha-Moment dahinter stecken. Ne? Jetzt die Plötzlichkeit dabei.
das Schnelle. Ja, ihr Lieben, lassen wir das so stehen. Habt einen schönen Tag, ich drücke euch und bis bald.